Ich bin Dora Diamant. Dora Diamant, Schauspielerin, Aktivistin und Lebensgefährtin Kafkas. Wer war diese Frau? Dieser Film begibt sich auf eine Spurensuche. Es gibt kein Fertigwerden, kein Abschließen. Was wir wahrnehmen, ist Weg. Ein Fließen, Bewegung. Ich habe es bereits selbst erkannt, dass man nicht fertig werden kann. Die Zeit reicht nicht aus. Die Beschäftigung begann eigentlich mit dieser kleinen, unscheinbaren Einwohnermeldekarte, auf die wir zufällig gestoßen sind. Und Dora Diamant, das ist doch ein Name, den habe ich schon mal gehört. Und dann sind wir der Sache weiter nachgegangen. Man sieht, sie hat den Namen geändert. Diamant. Ihr Beruf Schauspielerin. Das Geburtsdatum, sie hat sich jünger gemacht. Wir lesen hier 1899. Geburtsort Pabianice, sie war Polin, israelitischer Religion. Vielleicht auch eine Frau, die sich immer irgendwie auch wieder neu erfunden hat. Zur Welt kam Dora Diamant am 4. März 1898 in Pabianice. Aufgewachsen ist sie in Belgien, in einer ultraorthodoxen Familie, bestimmt von den strengen Regeln und Ritualen des östjüdischen Chassidismus. Ein sehr lebendiges, aber auch sehr traditionell religiös geprägtes Leben. Da ist Dora natürlich in einem sehr, was das äußerliche Leben angeht, sehr strengem Umfeld aufgewachsen. Gerade als Frau durfte sie nichts machen, was sie eigentlich machen wollte. Aber sie rebellierte gegen ihren Vater und hat das alles für sich erkämpft. Den Besuch der Schauspieltruppe, Hebräisch lernen, Interesse für Literatur, die weit über den chassidischen Kulturkreis hinausging. Und das führte dann schließlich zu dem Bruch mit ihrer Familie. Ich kam aus dem Osten als ein dunkles Geschöpf voller Träume und Vorahnungen, wie aus einem Roman von Dostojewski entsprungen. Ich hatte so viel vom Westen gehört, von seinem Wissen, seiner Klarheit und seinem Lebensstil. Und so kam ich nach Deutschland mit einer aufnahmebereiten Seele. Vom Vater verstoßen, floh Dora 1920 schließlich nach Berlin. 21 Jahre war Dora da alt. Das stürmische Berlin beeindruckte sie zutiefst. Sie war wie berauscht von der Suche nach Freiheit und neuen Ideen. Alles war ihr nun möglich in diesem offenen Leben, was nun diese westliche Kultur repräsentierte. Aber sie hat auch ganz genau gemerkt, dass hier, das spürte sie auch atmosphärisch an den Menschen auf der Straße, wie auch immer, dass hier den Menschen irgendetwas fehlt. Den Sommer 1923 verbrachte Dora mit den Kindern des jüdischen Volksheims in der Ferienkolonie an der Ostsee. Es sollte der wohl schönste und prägendste Sommer ihres Lebens werden. Sie begegnete ihrer großen Liebe. Seit einiger Zeit schon begegnete ich am Strand öfters einem jungen Mann. Er fiel mir auf und zog mich gleich so sehr an, dass ich nicht zögerte, ihm überall zu folgen, wo ich nur konnte. Er war groß und schlank, hatte eine dunkle Haut und machte große Schritte, sodass ich zuerst glaubte, er müsste ein Halbblut-Indianer sein und nicht ein Europäer. Nur seinen Kopf ließ er immer leicht nach einer Seite hängen. Er hatte die Haltung des Einsamen, der immer eine Beziehung zu etwas außer ihm Liegenden unterhält. Dieser Mann war Franz Kafka. Susanne Graf beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Kafka und Dora Diamant. Sie begibt sich auf die Spuren dieser besonderen Beziehung. Dora arbeitete im jüdischen Volksheim. Das Volksheim hatte es sich zur Aufgabe gemacht, zugewanderte Juden aus Osteuropa zu unterstützen und deren Traditionen zu pflegen. Also wir stehen jetzt hier direkt vor dem Ort, wo damals das Haus Huter stand und wo Dora untergebracht war, natürlich mit den Kindern des jüdischen Volksheims aus Berlin. Und wenn man
Postkarten und Briefe von Franz Kafka liest, beschreibt er, dass er auf dem Balkon steht und dass er auf dem Hof hört, wie Kinder oder hebräische Lieder singen und er ist neugierig dann, was da eigentlich vor sich geht. Und von hier aus kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Sie sehen ganz hinten im Hintergrund, dort wo die Dame jetzt gerade aus dem Balkon tritt, das Haus, das auch leider nicht mehr da ist, das Haus Glückauf, hat dort an dieser Stelle gestanden. Und Franz Kafka hat wahrscheinlich in der 2. Etage gewohnt und hat seinen Blick hier in den Wald gehabt. Und hier auf dem Hof haben also diese Kinder gespielt und er hat von dort aus diese Stimmen gehört. Also es ist eine ganz besondere Begegnung, die hier stattgefunden hat. Sie sind der Doktor, der hier auf Kur ist, nicht wahr? Und Sie betreuen die Kinder, die ich immer vor meinem Fenster höre. Ich hoffe, Sie sind nicht zu laut. Nein, es klingt schön. Ich bin Dora Diamant. Man hat Figuren, die erarbeitet man sich, und es gibt Figuren, wo man sofort eine emotionale Verbindung hatte. Und das war Dora für mich. Also alles, was ich an Arbeit dann reingesteckt habe, war eher Textarbeit, analytische Arbeit und technische Arbeit. Aber ich hatte von Anfang an so eine ganz tiefe Verbundenheit zu dieser Frau und ihrer Hingabe einfach. Also ich finde diese Liebe zu diesem Mann, also ich finde, ein Mensch, der so offen Liebe ausdrücken kann und der so lieben kann und fast vielleicht schon für manche Menschen ein bisschen erschreckend hingebungsvoll, aber das hat mich total gereizt und da konnte ich anknüpfen und habe das Gefühl gehabt, sie so zu spüren. Ich glaube, dass sie generell immer nach Größe gesucht hat, also nach Freiheit, nach Größe, nach was Mystischem vielleicht auch irgendwie und nach sich selber wahrscheinlich. Und da haben die beiden sich so gefunden in diesem Suchen auch, also in diesem Nicht-Aufhören zu suchen. Also Dora wird später mal sagen, dass Franz Kafka die Vorstellung von einem Menschen, wie sie sich ihn wünscht, dass die Kafka erfüllt. Und sie sagt aber auch, er ist unrettbar gewesen und erzählt dann von dieser Sabbatfeier auch in ihren Tagebüchern und erzählt davon, dass da ein kleiner Junge vor lauter Aufregung hinfällt und Kafka hilft ihm auf und sagt, wie schön bist du gefallen und wie schön bist du wieder aufgestanden. Und sie sagte, das charakterisiert eben den Menschen Kafka. Dora war für Kafka nicht das, was man unter Muse versteht. Dafür war Dora viel zu sehr auch aus ihrem eigenen, sie war ihm ja gewissermaßen voraus in dem, was sie verbinden konnte und auch mit ihrer Tatkraft, die er aber sehr bewunderte. Bei Dora kam es so zusammen, dass Dora eigentlich auch bereit war, ihr Leben für ihn, auch für seine Sache, die ja eigentlich auch ihre war, zu geben. Der Sommer ging zu Ende und nach den Ferien zogen sie nach Berlin. Trotz Inflation und Geldsorgen und obwohl Kafka bereits schwer krank war, verbrachten sie hier die wohl glücklichsten Momente ihres Lebens. Sie zogen nach Steglitz. Die Grunewaldstraße 13 ist die einzige Wohnung, die heute noch existiert. Dora war eine ganz wichtige Impulsgeberin für das erste Mal, dass Kafka aus diesem elterlichen Haus herauskommen kann. Nach ein paar Wochen haben sie ja gesagt, wir ziehen zusammen, wir gehen zusammen nach Palästina. Das war sein tiefster Traum. Und hier schien sich das, was vorher unmöglich war, zusammenzubringen, plötzlich zu ermöglichen. Ja. Sie könnten doch in Palästina ein Lokal eröffnen, tagträumten die beiden. Sie, Dora, als Köchin und Franz als Kellner. Aber dazu sollte es nie kommen.
Max Brod hat dann Kafka in seiner glücklichsten Zeit vorgefunden, wie er sagt. Und ich glaube, das kann man Max Brod auch glauben. Ende 1923 verschlechterte sich Kafkas Gesundheitszustand zusehends. Er kam schließlich ins Sanatorium ins österreichische Kierling. Dora folgte ihm und blieb bis zu seinem Tod am 3. Juni 1924 an seiner Seite. Es begann nun ihr Leben nach Kafka. Sie trat 1926 eine Schauspielausbildung an der renommierten Düsseldorfer Hochschule für Bühnenkunst an. Eine große Chance für Dora. In den Aufzeichnungen des Dumont-Lindemann-Archivs im Theatermuseum Düsseldorf finden sich noch heute Spuren von Dora Diamant. Sie war hier eine von 30 Studierenden. Dora änderte erneut die Schreibweise ihres Namens und wechselte zwischen den verschiedenen Versionen hin und her. Das zeigt einfach schon, wie sie immer wie so eine kleine Formwandlerin auch immer wieder woanders war und dann auch jemand anderes war und das auch genauso beschreibt, dass man in einer verschiedenen Sprache, in einem verschiedenen Kontext auch jemand anderes ist. Und insofern ergibt dann Schauspielerei, genauso wie bei mir oder so, einfach total Sinn. Ich muss sagen, ich war extrem stark beeindruckt von ihr als Persönlichkeit. Sie war eine starke Frau, ganz bemerkenswerte Frau, die auch einiges durchgemacht hat, aber immer sozusagen ihrem eigenen inneren Wollen gefolgt ist. Und das hat sich im Laufe des Lebens ja auch fortgesetzt. Auch nach Kafkas Tod dieser Wunsch, Schauspielerin zu werden, das hat sie umgesetzt, trotz aller Fairnisse, die es auf dem Weg gab. Und hatte dann hier ein neues, und da sind wir auch ganz froh drüber, dass sie hier war, ihre einzige feste Anstellung an einem Theater. 1928 zog Dora nach Neuss in die Kanalstraße 59. Eine Schauspielkollegin beschrieb sie in dieser Zeit als dunkle Person, immer in Schwarz gekleidet, eine Persönlichkeit, sie war jemand. Das Rheinische Städtebund-Theater in Neuss war ein junges, ambitioniertes Theater, gerade einmal 3 Jahre zuvor gegründet. Das Neusser Zeughaus mit 600 Plätzen war das Stammhaus des Theaters. In der Spielzeit 1928/29 kam der neue Intendant Fritz Kranz nach Neuss mit einer progressiv linken Ausrichtung des Programms. Bemerkenswert im katholisch-bürgerlichen Neuss. Die Ausrichtung des Theaters schien Dora entgegengekommen zu sein. Das Städtebund-Theater war eine Wanderbühne. Allein in der Saison 28/29 trat es in 42 Städten auf. Doras Auftritte, unter anderem in Klassikern wie Kabale und Liebe, brachten ihr die ersten schwärmerischen Rezensionen ein. Wenn man auch das Urteil liest, das ihre Schauspiellehrer in Düsseldorf geschrieben hat, da steht eine starke Begabung, die starke Darstellung leisten kann. Auch das ist für mich so ein Hinweis darauf, dass sie wohl auch ein sehr beeindruckender Mensch gewesen ist, auch für ihre Zeitgenossen schon. Ihre Anstellung endete 1929 und sie ging, nun stellenlos, wieder nach Berlin. Jetzt wurde ihr politisches Engagement immer wichtiger. Sie trat hier in die KPD ein und arbeitete für Agitprop-Gruppen. Sie traf den Kommunisten Lutz Lask, dessen Mutter, die bekannte Schriftstellerin Bertha Lask, hatte Dora bereits in Düsseldorf kennengelernt. Dora Diamant und Lutz Lask heirateten. 1934 kam ihre gemeinsame Tochter Marianne zur Welt. Die politische Arbeit der beiden konnte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nur noch im Untergrund stattfinden. Ihre Wohnung wurde durchsucht und dabei auch Teile des Nachlasses von Franz Kafka, den Dora an sich genommen hatte, beschlagnahmt. Bis heute gilt er als verschollen. Aus dieser Zeit existieren nur noch wenige Spuren von Dora. Im Literaturarchiv der Akademie der Künste findet sich im Bestand Lask noch ein Fotoalbum, unter anderem mit Bildern von Dora und Marianne.
1935 musste Lutz Lask in die Sowjetunion emigrieren. Dora und Marianne folgten ihm im Jahr darauf. Auch in der Sowjetunion waren die beiden von der Verfolgung bedroht. Die Ära der stalinistischen Säuberungen. Ihr Mann, den sie nie wiedersehen sollte, kam ins Arbeitslager nach Sibirien. Ihr und ihrer Tochter gelang mit viel Glück 1939 die Flucht nach England. Sie führte dort ein bescheidenes Leben als Theaterkritikerin, voller Krankheit und Entbehrung. Aber ihr Engagement galt immer mehr der jiddischen Sprache und Kultur. Diese Atmosphären, es ist alles eine Sache der Atmosphäre, wie sie selbst später in ihren Aufzeichnungen gesagt hat, die zu bewahren, das war ihr ganz wichtig. Das hing natürlich auch mit der jiddischen Kultur, mit der jiddischen Sprache zusammen, mit den Erzählungen, die sie schon früh aufgenommen hat, aber auch diese religiösen Nachklänge und Atmosphären, das alles war ihr trotz dieser Rebellion wichtig und das hat sie bewahrt. Und das hat sie geschafft, das in Verbindung zu bringen. Am 15. August 1952, Dora wurde nur 54 Jahre alt, starb sie im Plaistow Hospital in London. Ihr Wunsch, neben Kafka in Prag begraben zu werden, wurde nicht erfüllt. Gerade in den letzten Lebensjahren sollte ihre Leidenschaft dem gelten, was ihr ganzes Leben geprägt hat: dem Versuch einer Verbindung zwischen Ost und West, zwischen Tradition und Moderne. Und sie hat eigentlich dann in diesem Moment auch etwas vollbracht, was Kafka zunehmend immer mehr vorschwebte, so eine Verbindung zwischen Westlichem und Östlichem. Das ist eigentlich eine Herausforderung, die Dora und Kafka gemeinsam geleistet haben oder hervorgebracht haben, die vielleicht für die heutige Zeit immer noch wichtig ist.